Ich verwende eine 7er Tettingnadel und relativ feines Garn. Die Nadel habe ich schon mal aufgefädelt und lasse hier so einen Faden von ca. 50 cm. Und dann beginnen wir, und zwar mit einem ganz normalen Doppelknoten. Das heißt, wir fädeln den Knoten von unten erstmal auf, dann von oben und erhalten somit einen Doppelknoten. Davon machen wir jetzt erstmal 4 Stück. Nach den 4 Doppelknoten machen wir ein Picot, das heißt, wir lassen einfach eine Lücke zwischen dem letzten und dem nächsten Doppelknoten und ziehen das dann zusammen. Und somit bildet sich dann hier so eine kleine Schlaufe. Dann machen wir noch 2 weitere Doppelknoten, dann noch ein Picot, nochmal 2 weitere Doppelknoten, noch ein Picot und dann noch 3 Doppelknoten. Am Ende haben wir dann 4 Doppelknoten, ein Picot, 3 Doppelknoten, ein Picot, 3 Doppelknoten, ein Picot und 4 Doppelknoten. Das werden wir jetzt zu einem Ring formen bzw. zu einer Schlaufe, indem wir jetzt erstmal die Nadel durchziehen. Und ich werde jetzt auch den Faden hier so ein bisschen kürzer machen am Ende. Und dann führen wir die Nadel durch diese Schlaufe und erhalten somit einen Ring. Jetzt machen wir einen Knoten, das heißt, wir wenden die Arbeit und machen einfach einen Knoten. So. Und dann geht es weiter mit einem Bogen. Und zwar machen wir erstmal 5 Doppelknoten. Und dann machen wir 3 Picots hintereinander, wobei das zweite Picot größer ist als die anderen. Also wir machen erstmal ein Picot. Dann lassen wir eine größere Lücke, sodass das zweite Picot größer wird. Und dann wieder eine kleinere Lücke und haben somit 3 Picots. Und wenn die nicht ganz gleichmäßig sind, ist das nicht so schlimm, weil man kann die noch so ein bisschen ziehen. Und dann machen wir noch die restlichen 4 Doppelknoten. So, wir haben dann also 5 Doppelknoten, 3 Picots und nochmal 5 Doppelknoten und machen jetzt einen Bogen, indem wir die Nadel einfach durchziehen, ohne sie durch diese Schlaufe zu ziehen. So, dann wenden wir die Arbeit und machen wieder einen Knoten. Das wird jetzt einfach immer wiederholt, nur mit dem Unterschied, dass der Ring immer mit dem vorigen Ring verbunden wird. Und zwar machen wir das so, indem wir jetzt erstmal wieder 4 Doppelknoten machen. Anstatt jetzt auch ein Picot zu machen, werden wir den Faden hier durch dieses Picot aufnehmen, indem wir die Nadel da durchführen und den Faden einfach so nach vorne holen. Dann ziehen wir das fest und somit ist das jetzt miteinander verbunden und dann geht es wie gewohnt weiter mit 3 Doppelknoten, einem Picot, dann wieder diesen 3 Doppelknoten, einem Picot und dann noch den 3 restlichen Doppelknoten, sodass wir am Ende insgesamt 4 Doppelknoten haben. So, und dann haben wir quasi wieder das, was wir am Anfang gemacht haben, 4 Doppelknoten. Und statt einem Picot haben wir das hier miteinander verbunden. 3 Doppelknoten, ein Picot, 3 Doppelknoten, ein Picot und 4 Doppelknoten. Jetzt schließen wir das wieder zu einem Ring, indem wir die Nadel durchziehen und
sie durch die Schlaufe hier ziehen. Das Ganze wird festgezogen. Die Arbeit wird gewendet und wir machen einen Knoten. Nach diesem Prinzip geht es jetzt immer weiter. Das heißt, wir machen immer abwechselnd einen Bogen und einen Ring. Und nach jedem Bogen oder Ring wenden wir die Arbeit und machen einen Knoten. Und der Bogen besteht aus 5 Doppelknoten, einem kleinen Picot, einem großen Picot und einem kleinen. Dann wieder 5 Doppelknoten. Und der Ring besteht aus 4 Doppelknoten. Dann verbinden wir den Ring mit dem Picot vom vorigen Ring. Dann machen wir 3 Doppelknoten, ein Picot, 3 Doppelknoten, ein Picot und wieder 4 Doppelknoten und schließen den Ring. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir insgesamt 5 Ringe und 5 Bögen haben. Wenn wir jetzt insgesamt 5 Ringe und 5 Bögen haben, werden wir jetzt den letzten Ring machen, den wir wie gehabt mit dem vorigen Ring verbinden, aber auch mit dem ersten Ring. Und zwar werden wir jetzt wie gehabt 4 Doppelknoten machen und dann das Picot miteinander verbinden. Dann machen wir 3 Doppelknoten, ein Picot und dann noch die 2 weiteren Doppelknoten. Und anstatt jetzt ein Picot zu machen, nehmen wir den Faden durch dieses erste Picot auf. So, und ziehen das fest und machen noch die restlichen 4 Doppelknoten. So, dann ziehen wir die Nadel durch und machen einen Ring. Und haben somit diese beiden Ringe miteinander verbunden. Dann machen wir einen Knoten und noch den letzten Bogen. Und dann muss ja der Bogen hier mit dem anderen Bogen verbunden werden und das machen wir, indem wir jetzt die Nadel hier durch die Arbeit führen und zwar quasi da oberhalb des Rings, wo der Bogen startet. Und da machen wir dann Doppelknoten. Die Fäden werden dann einfach vernäht, indem wir die Nadel durch ein paar dieser Doppelknoten führen und dann einfach abschneiden. Wir wiederholen jetzt die ganze Arbeit, bis wir 2 Ringe und einen Bogen haben und werden das Ganze jetzt miteinander verbinden. Also das heißt, wir machen jetzt erstmal den Anfang des nächsten Bogens. Das heißt, wir machen 5 Doppelknoten. Dann machen wir ein kleines Picot und anstatt des großen Picots nehmen wir jetzt den Faden durch eines der großen Picots von dem anderen Stück auf. Das heißt, wir werden die Nadel wieder da durchführen und den Faden hochholen, das Ganze dann festziehen und dann machen wir noch einmal den Anfang eines Doppelknotens und schauen, dass alles gut festgezogen ist und dann geht es weiter mit einem kleinen Picot wieder und den restlichen 4 Doppelknoten. So, dann wird der Faden wie gehabt durchgezogen.
Dann machen wir einen Knoten und daraufhin folgt wieder ein ganz normaler Ring. Dann folgt der nächste Bogen. Da machen wir auch jetzt erstmal die 5 Doppelknoten, das kleine Picot und dann wird das Ganze wieder miteinander verbunden, indem wir den Faden durch das nächste große Picot führen, festziehen, nochmal den ersten Teil des Doppelknotens machen und dann das kleine Picot und die restlichen 4 Doppelknoten. So, jetzt haben wir die beiden Teile miteinander verbunden und machen noch den Rest unseres Sterns fertig. Und dann geht das immer so weiter, dass wir unsere Stücke miteinander verbinden, indem wir immer die großen Picots, also 2 der großen Picots mit dem vorigen Stück miteinander verbinden. Je nachdem, wie dick das Garn ist, kann man entweder 5 oder 6 Sterne zusammenfügen. Dann wird das Ganze noch gebügelt und dann ist man auch schon fertig.